Lieber Krebs, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop, November 2024. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein November gestalten möchte, was er für dich bereithält, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend, worauf solltest du deinen Fokus halten, jedoch aber auch eventuell, was am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Krebs im November, bitte. Kastanien, der Darm, Immunsystem, überquellende Kochtöpfe. Es brodelt. Irgendetwas kann nicht mehr zurückgehalten werden. Ja, und ich denke, es ist bei dir Schluss mit lustig. Du ziehst eine Grenze, lieber Krebs, indem du Ursache und Wirkung erkennst. Die Grenze, die du ziehst, nein, es ist nicht, ich muss noch überlegen, hineinspüren, es ist eminent. Du erkennst und die Grenze wird gesetzt. Ein Stier ist sehr ausschlaggebend für dich. Auch bei dir, du suchst die Schuld, doch erkennst die Unschuld. Ja, diese Karten kamen sehr oft im November-Taroskop raus für verschiedene Sternzeichen. Und der November, er hebelt aus. Das, was du vielleicht Ende September, Oktober, wie kann ich dir sagen, erkennen durftest, Energieshifts hattest, dich mit gewissen Themen sehr intensiv auseinandergesetzt hast, also diese Erkenntnisse verinnerlichen konntest, integrieren konntest, diese werden im November, das Thema, was erkannt wurde, wird ausgehebelt, das heißt, es wird entwurzelt. Du reagierst bezüglich eines Themas, eines Menschen sehr vehement. Und das kann selbstverständlich bei deinen Mitmenschen in deinem Umfeld ein ungewohntes Erdbeben auslösen. Für manche sind es tatsächlich shocking News. Sie sind es nicht von dir gewohnt. Lieber Krebs, es ist wichtig, dass du dir selbst treu bleibst im November. Schauen wir uns das Hauptthema an. Unter welchem Thema steht dein Stern im November? Es ist, als könntest du dich von etwas befreien und der Mut dazu, dass du dich befreist, selbst entfesselst, birgt ein Geschenk. Dieses Geschenk hat mit einem Thema zu tun, das du schon seit langem mit Freiheit verbindest. Und ja, schau an. Bewusstsein, diese Karte hatten auch sehr, sehr viele für den November und die Liebenden. Du kommst ein ganz großes Stück in die Eigenverantwortung, lieber Krebs. Du erkennst, wer zu dir gehört, wer wirklich zu dir gehört und wer nicht. Und ich denke, dort
auf dieses Thema hin bezogen werden von dir ganz klare Grenzen gesetzt, die eben aber leider nicht einem jeden gefallen. Doch auch daran erkennst du, wer bei dir ist und wer nicht. Denn solange sie von dir Nutzen haben, ist alles immer schön und gut. Doch sobald du einmal Stopp sagst, ja, das gefällt ihnen dann nicht mehr. Doch in diesem Falle, es kann dir wirklich vollkommen egal sein, denn du trägst den größten Nutzen daraus, nämlich eine lang ersehnte Freiheit. Beginnen wir mit dem Tarot, gehen wir in die Details. Gut möglich, dass du durch einen Zwilling ganz unbewusst einen Input dazu bekommst oder zufällig, wie es ja manchmal so ist, ein Wort, ein Satz ausgesprochen wird und dieser arbeitet dann in uns. Du wirst dir auch sehr darüber bewusst, was du wirklich willst vom Leben. Und lieber Krebs, sie sagen, fokussiere dich darauf hin, dass du jeden Tag lebst. In Ewigkeit. Ob physisch oder energetisch. Und du stirbst wahrhaftig nur ein einziges Mal. Doch vor diesem einen einzigen Mal haben 99,9% der Menschen Angst. Im Vergleich, lieber Krebs, denk darüber nach. Ja, lieber Krebs, schau an. Dir ist definitiv deine Freiheit wichtiger als People-Pleaser zu sein. Und das ist wunderbar. Das Thema wird sich dir im engeren Umfeld der Freundschaften oder direkt in der Familie auftun. Und ich denke, du hast einiges anzuschauen. Doch es ist äußerst positiv für dich, denn du wirst Innenschau abhalten und nach dieser Innenschau wirst du die Grenzen, wie gesagt, bei vielen glaube ich nicht mal, dass sie ausgesprochen werden. Ihr hört einfach auf, irgendetwas zu tun, beziehungsweise ja, zur Verfügung zu stehen. Für manche Krebse gilt auch das Motto, weniger ist mehr. Sprecht nicht über eure Vorhaben, sprecht nicht über neue Ideen, bei denen ihr ja in der Überzeugung seid, diese voranzubringen, in die Tat umzusetzen. Denn alles Neue braucht in der Regel die 3 an Zeit. Meist 3 Wochen, 3 Monate, bis es sich wirklich festigen und manifestieren darf. Und es ist äußerst verletzlich, das Neue in diesem Anfangsstadium. Von dem her, das, was ihr an Neuem in die Tat umsetzen wollt, eine Jungfrau möchte zum engeren Kreis gehören. Doch, was ist die Absicht dahinter? Die Jungfrau verschwiegen, die Jungfrau so gar nicht verfügbar, doch trotzdem ständig präsent.
Gut möglich auch, dass einige Krebse von einer Hinterlassenschaft erfahren, von einer Schenkung, von einer Erbschaft, gleich zu Beginn des Novembers in der ersten Novemberwoche. Auch das lässt euch sprachlos zurück. Damit hättet ihr nicht gerechnet. Die Schenkung kann auch sein, dass euch jemand materiell unter die Arme greift, ganz ungefragt. Der November lässt euch nicht einmal klar sehen. Der November lässt euch in die Handlung kommen. Und zwar so, dass ihr selbst über euch erschrecken werdet und sagen werdet, hinterher im November habe ich so viel geschafft wie in den letzten 6 Jahren. Wahrscheinlich nicht. Das ist der Energy Shift, der stattgefunden hat im Oktober, den du integriert hast, bewusst oder unbewusst. Eine Waage. Triggert, eine Waage möchte Freiheit. Du bist Vorbild. Doch die Waage stellt das so an, dass sie für dich eigentlich eher eine Enttäuschung ist. Wir machen weiter im Extended und schauen uns die weiteren Details an. Bis gleich, lieber Krebs. Wir freuen uns auf dich. Ciao!